How a pro player lost $10,000 by accidentally trolling. Rein. In 2017, an esports team was given an official warning for exclusively banning support champions in their match against Vevictis Esports. Ja, ich erinnere mich, habe ich das Video schon gesehen, aber das kenne ich eh. All female players. Riot labeled this a sign of intentional disrespect, stating, aber das war halt einfach ein Bullshit-Game, so oder so. Although banning 5 support champions is not prohibited by the rules, Riot Games and the wider gaming community took this as a manifestation of disrespect for the players of Vevictis. Aber das war Bullshit von Riot Games, weil das Team war halt 3 von 5 waren Support-Mains. Die haben auch so Karma, Mitte und Gender und alles mögliche gespielt halt. As ridiculous as this sounds, it wouldn't be the only time Riot had to step in to enforce some sort of rule. From players being fined for wearing the wrong shoes, to being fined for forgetting to take Smite, today we learn about other times when professional gamers had to be disciplined for interesting reasons. Imaze Road has been suspended for his team's first game Sunday due to verbally abusive behavior in ranked games over the last few weeks. But before we get into that, today's video is sponsored by Professor. League of Games, click the first leagues, Riot disabled the combination from being used by players. Ja, war auch broken. On January 22nd, wegen des Mana-Bugs, du konntest permanent mit Celerity und Waterwalking Trainer stacken. A player picked both Rise and the Waterwalking rune, regardless of it being disabled. Now, despite taking the rune, the player didn't take advantage of the bug associated with the rune. However, regardless of them abusing the exploit or not, his team received an undisclosed monetary fine as they technically broke the rules. Likely just a form of setting examples and not creating complicated exceptions. Ehrlich, ja viele von Perks, weil nicht abused, Are you really gonna find someone for a bug that Riot hasn't fixed after 10 plus months of it being in the game? Yes. Ja, obviously Riot ist halt nicht kompetent, was Fixen angeht, aber wenn es trotzdem klar kommuniziert ist, ist der Fehler ja trotzdem beim Spieler. Obviously sollten die ihr Game fertig machen, aber die Priorität ist halt auf Valorant und nicht auf League of Legends. Oder keine Ahnung, welchen Games mittlerweile, Wild Rift oder so, kein Plan. Aber es gibt dann immer so eine Bugliste und wenn der Bugliste da drin steht, Waterwalking Rise ist verboten, so wie Hextech Flash für eine Weile verboten war oder auch andere Runen oder was auch immer. You know, it just is what it is. Ist halt so. Perks hat sich abused, deswegen wurde nicht geremaked oder pausiert oder was auch immer. Er musste dann halt irgendwie 1.000 € bezahlen. Das ist eine Menge Geld, aber ist als Fine, denke ich, in Ordnung. Yes, they are. Sometimes things don't always make sense. Ey, dann mal neu. Not surprisingly, this wasn't the only time that something like this occurred. Just recently, we had an example of this in Korea, which was a little more drama-filled than the previous instance. On June 9th, 2023, the player Aiming, playing ADC, purchased Static Shiv as their actually first bullshit, item. though. However, due to an ongoing bug with the item, teams had already been told that they were not allowed to buy Static Shiv on the current patch. Well, 13 minutes into the game, the ADC of Roster buys... Legit, ihr kauft hier Static Shiv und die remaken das Game um so ein paar Sekunden, also können ja Chrono breaken. Eigentlich der Referee, der hinter ihm steht, dessen Aufgabe ist, das halt zu überwachen, dass er nicht Static Shiv kauft, basically. Oder halt generell. Und wenn die das, dann können die das Game Chrono breaken um 4 Sekunden, damit er wieder ein Base-Shield drücken darf. Der Fakt, dass er zurücklaufen muss, dass er eine verkaufen musste, hat er das Game sofort verloren. Und er hätte KT gegen Genji durchaus gewinnen können. Das Game sah gut aus zu dem Zeitpunkt. Er verkauft gleich ein Item, das 3.000 Gold kostet, für 2.100 Gold, verliert also 900 Gold, 3 Kills, Auftime mit die Carry, die einfach weg sind. Mit anderen Worten, the game is lost. The item, and then the game would go on to be paused by the officials. But yes, the pause has actually nothing to do with the top lane interaction that we just saw. That was just King. Hier lässt du, hier Chrono-shiftest du, bis er in der Basis ist, dann kauft das Item nicht und danach feinst du ihn 1.000, 2.000, was auch immer Euro und er verliert nächstes Series einen Bann. Aber du sorgst nicht dafür, dass dieses Game einfach lost ist, weil das ja nicht Competitive Integrity entspricht. Aber ich hatte Genji einfach einen Free-Win. Und das, also ja, ist einfach Bullshit. Nothing to worry about. It was in fact aiming buying Referee auch mal arbeiten, genau. Soll mal arbeiten, der Referee. This ended up being a bigger problem than you'd think. The game went on to be paused for over 40 minutes while referees and staff figured out what would happen next. Aiming, by the way, is going to sell the item, and we are going to have the game resume. Oh, okay. That's pretty simple. Let's move on. Nope, instead, the massive delay came from KT Roaster's coach arguing with the referees on whether or not the team should be punished for buying the item. Specifically, he did not agree with the player having to sell the item, as the player would not get back the full value he spent. He would instead be set back 900 gold for their mistake. But arguing aside, that was the final decision, and rules are rules.
He sold the item and the game proceeded. They did end up losing though. However, for delaying the game and allegedly using quote inappropriate language toward the referee, KT Rolster's coach was given a 2-week suspension and fined $1,500. Staying on the topic of players making Ich glaube, costly er wird dann irgendwie so hinter der Bühne einfach den Referee so mega durchbeleidigt haben oder so. Weil das Game verloren war, weil er das Item verkaufen musste. Wird er quasi den 4. Offiziellen permanent beleidigt haben oder sowas. Aber er hat sich direkt danach entschuldigt. Und eigentlich, ehrlich gesagt, so fand ich es jetzt nicht so bad, wenn er sich direkt entschuldigt hat und dann gefeind wird. I guess. Weiß ja nicht, was passiert ist, was er genau gesagt und getan hat. Aber der Frust war auf jeden Fall menschlich. In der Situation nicht ein Chronoschiff zuzulassen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das Game war einfach Freewin dadurch. Mistakes, I mentioned in the intro a player being fined for forgetting to take Smite, which is a story we spoke about in a previous video. The player Wei in the LPL forgot to take Smite, they lost the game, and he was later fined an entire month's salary by his team. Ja, genau. Das war nämlich das Team, das ihn gefeind hat, nicht Riot Games. Riot Games war scheißegal, aber das Team hat ihm halt einfach, ja, er hat das Game halt verloren, weil er dumm ist, kein Smite genommen hat und dann wurde ihm einfach komplett Gehalt gestrichen. Imagine. Oh mein Gott, imagine. Bis zu ein Game kein Smite, einfach kein Gehalt. Jo, das ist auch nur in China, ne? Einfach auch kein Essen und darf das Zimmer nicht mehr verlassen. Kriegt kein Essen für 3 Tage. Legit. For letting a mistake like that happen. Arguably a crazy punishment. But while making that previous video, I was surprised to see that I overlooked it, but 1 year later, the exact same thing happened again. On July 27th, 2021, the player PZX of Victory 5 Esports went into a match with Teleport instead of Smite. It goes without saying, this was a major setback and a Ist einfach lost ohne Jungler. Ist legit einfach, du kriegst keine XP, du kriegst keine Objective Smiten, ist immer lost. loss. I'm really confused. Go on. Why does PZX have TP and no Smite? Oh no! This has to be a mistake, right? I mean, I haven't seen this if this isn't a mistake. I'm assuming this is a mistake. I don't know why you'd ever do this to yourself. It was definitely a mistake, and once again, a costly one. His team fined him 1 month of his salary for making this. Ja, was geht in China eigentlich ab die ganze Zeit? Was ist das? So ein Fehler, ja, du bist direkt arbeitslos oder keine Ahnung. Du musst deine Wohnung verkaufen. Auch mal den. Auch mal das Auto beim fucking Händler eintauschen für Geld, damit du deinen Fine bezahlen kannst. Dein Salary direkt weg. Tschüss. Junge. Mistake. Once again, quite the extreme punishment. And I sometimes wonder, what is the all-time biggest esports fine? But realistically, it Warte, probably E-Sports, da gab es doch den Fall mit Dota, wo der Typ irgendwie 30.000 Euro zurückzahlen musste. does come down to No? one of these What entire about that month League of salary Legends? fines done by teams in China. Because one, LPL players make a ridiculous amount of money, True. and two, the idea of being unpaid for a month of work isn't really a punishment that would hold up in many other countries where Riot operates. But with True. that being said, we go from one extreme to another. 2-game suspension for allegedly calling someone an ape. This happened in June of 2022 to the LEC player Crowny for, quote, exhibiting negative attitude and inappropriate language toward other players in solo queue. Now initially we didn't know what really happened, but later the streamer LS revealed that allegedly his offense was simply, quote, Crowny called someone an ape. The player later followed up in the streamer's chat and said his message was directed to a random Platinum 3 player. Additionally, he said that pros have said things 300 times worse. IMO. Which is actually true. In 2016, a player was fined $2,000 and was Okay, also suspended. mir gefällt der Vibe überhaupt nicht zu sagen, ein Random in Platin 3. So, auch ein Mensch in Platin 3 darf League of Legends spielen und wenn du den beleidigst, ist das nicht schlimmer oder schlechter als jemand in Challenger oder in Silber oder was auch immer. Aber ja, die Beleidigung Ape ist jetzt echt nicht, also, I mean, I don't know. Ich werde so oft in Solo Queue Summon genannt, was so richtig Nazi-Terminologie ist. Das finde ich schlimmer als Ape persönlich, aber da ist auf jeden Fall Riot Games ab und zu halt einfach dabei, jemanden rauszupicken und andere Leute durchleiten zu lassen, ne? In the middle of the world's group stage for being toxic in chat. Specifically, he was exposed for telling another pro player to, quote, go die. But he only said it one time. Okay, he may have said it a couple of times. This story is especially Geiler worth Screenshot, das ist auch gut gemacht. time. Ja, ein bisschen. Jax Mundo Twitch, go die, go die, go die, go die, go die, go die. Ja, also,
Riot Games kann sowas nicht bestrafen, in meiner Opinion. Also, sie können nicht Tyler Bonnet, ihr Posterchild haben, als ihren Spieler mit der Redemption Arc und der ist reformed und bla 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 und er wird zu einem Events eingeladen, er darf Sachen casten und etc. Und er hat in Europa auch permanent Leuten den Tod gewünscht, als er in Europa geclimbed hat und nicht nach oben gekommen ist. Also, diese Doppelmoral, die ist halt irgendwie einfach weird. Okay, he may have said it a couple of times. This story is especially worth mentioning because of how the player defended himself. After these messages were exposed, he made a Facebook post stating his ability to communicate in English wasn't good. So he said, quote, "The words go die that I said to the pro was not telling him to go die, but it was because he had so many deaths and every time he went to mid, he would get ganked and die." That does make sense. Na, natürlich. Wie bin ich so blind gewesen? Bruder, natürlich. Ich kann kein Englisch. Go die. Ja, er geht dann Mitte und dann ist da der Gegner und dann kommt ein Gang und dann, ja, ich war so dumm. Wie konnte ich das nicht überschauen, so? Bruder. This story is especially worth mentioning because of how the player defended himself. After these messages were exposed, he made a Facebook post stating his ability to communicate fucking Facebook Post, Alter. In English wasn't good. So he said, quote, "The words go die that I said to the pro was not telling him to go die. Nein, natürlich nicht. But it was because he had so many deaths and every time he went to mid, he would get ganked and die." That does make sense. Bruder, ich war so blind, ich war so dumm. He probably would have got away with that, but the attention caused Riot to check his account and he had multiple instances of verbally attacking teammates and usage of racially insensitive language. For this, he einfach received so his monetary klug. Wie dieser Fall mit dem Typen, der telefoniert hat im Auto und dann aber gesagt hat, er hatte eine Mittelohrentzündung und deswegen musste er sein Handy ans Ohr halten, quasi als Wärmakku für sein Ohr. Beinahe durchgekommen. Knapp. Guter Versuch, Bro. Fine and was suspended for 1 match, which I think is fair enough. But you tell me what you think. Maybe you think toxic players should lose a month of their salaries as well. We'll make a poll. Regardless, that's all for today. Ja, auch mal ein Gehalt Thank you abziehen. as always for Auch mal das watching, Gehalt and I'll wegnehmen. see you again very soon. Take care. Junge, ist das geil. Oh mein Gott. Einfach diese Begründung. Ich kann kein Englisch. Go die. Beautiful Video. Beautiful. Warum ist da ein Bild von mir als... Ist ja auch egal.